Herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Argentinien-Auswanderungserfahrung. In der letzten Folge hatte ich euch ja erzählt, wie wir zu unserem Auto gekommen sind und in der Folge davor, wie wir angekommen sind und uns der Eigentümer so ein Touristenerlebnis praktisch geschenkt hat, wo er uns dann eben voll bedient hat mit seinen Angestellten und uns diese Angestellten eben auch vorgestellt hat und uns vorgeschlagen hat, dass wir einige davon übernehmen könnten. Vielleicht habe ich das nicht richtig kommuniziert in meinen bisherigen Videos, was der Sinn dieser Serie ist. Ja, wir sind ja am Ende nach knapp 6 Monaten sind wir ja praktisch aus dem Land geflohen, wirklich innerhalb, so in so einer Nacht- und Nebelaktion. Ich lese immer wieder in den Kommentaren so, ja, Argentinien ist oder Südamerika ist was für einen ganz speziellen Schlag Menschen und ihr passt da einfach nicht hin, ihr hattet falsche Erwartungen, bleibt lieber weg. Das mag sein, dass wir da vielleicht nicht so gut hinpassen, weil wenn man ständig so im Kleinen betrogen wird, da ist man natürlich so ständig permanent auf der Hut und ständig in so einer Art, in so einem Abwehrmodus und fragt sich so, betrügt er mich jetzt oder betrügt er mich jetzt nicht? Ich finde das mental anstrengend, so zu leben, aber ich muss hier deutlich sagen, das war nicht der Grund, dass wir dann weggegangen sind. Das war uns bewusst, bevor wir dahin gehen, dass sowas sein könnte. Und wir haben damit gelebt, wir haben das akzeptiert, dass eben kleine Betrügereien, mal hier $2.000 bei einem Auto, mal da irgendwie ein Hunderter bei irgendwelchen Einkäufen und so, das war nicht der ausschlaggebende Grund. Okay, damit hätten wir leben können. Das hätten wir irgendwie verkraften können, dass man uns einfach so im Alltag irgendwie versucht, immer bei so kleinen Sachen über den Tisch zu ziehen. Menschen, die halt auch weniger haben als wir vielleicht, da versuchen Profit zu generieren, ohne dass sie da eine extra Leistung irgendwie entgegensetzen. Das ist etwas, damit kann man ja noch leben. Das ist nichts, warum man fliehen muss. Das ist nichts, warum man Angst haben muss. Das ist kein Grund, fluchtartig das Land zu verlassen. Und das wird auch nicht die ganze Serie immer so weitergehen, dass ich jetzt euch nur so kleine Beschissereien hier immer nur präsentiere und sage, oh, das hat das jetzt ausgelöst. Nein, es ist halt wirklich, wirklich schlimm geworden irgendwann. Ne? Wir sind dann irgendwann wirklich in so eine Struktur irgendwie, hat man uns versucht reinzuziehen, außerhalb des Staates praktisch so eine eigene Gesellschaft, die mit ganz anderen Maßstäben, also die außerhalb vom Rechtssystem praktisch existiert. Und da gibt es ganz bestimmte Regeln. Und wir wollten einfach nicht unter so einer Knute dann leben. Ja, und das könnt ihr euch vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen. Aber das ist ja der Sinn dieser Serie. Ich will euch einfach von Anfang bis Ende diese ganze Geschichte erzählen. Und es hat einfach anfangs so damit angefangen, dass wir da noch in eine relativ heile Welt gekommen sind. Dass am Anfang alles noch eigentlich ganz okay war. Und auch einige Sachen wirklich schön waren. Ne? Also wirklich dieser Garten, diese Natur. Dann war es da gerade Sommer, ist ja Südhalbkugel. Das heißt, wenn bei uns Winter ist, war es da Sommer. Auch die guten Weine, das gute Fleisch, das Asado, was wir da immer gemacht haben. Das waren wirklich schöne Momente und wir haben da auch Freunde gefunden. Ja? Auch einen wirklich guten Freund haben wir da gefunden. Und es war nicht alles schlecht. Überhaupt nicht, sonst wären wir ja nicht 6 Monate geblieben. Ne? Aber es war am Ende wirklich so schlimm, dass wir einfach geflohen sind und im Bewusstsein, dass wir auf unserer Miete sitzen bleiben. Und das muss man erstmal, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das einfach falsch kommuniziert am Anfang dieser Serie, dass das aufeinander aufbaut, dass ich das einfach chronologisch euch erzählen möchte und dass ich nicht sofort mit der Tür ins Haus falle, warum wir gegangen sind. Und wir sind nicht gegangen wegen des Hillux, wir sind nicht gegangen wegen der Köchin, wir sind auch nicht gegangen, weil irgendjemand uns ein bisschen Geld für irgendwas abgenommen hat. Ja, das sind Dinge, mit denen muss man da wirklich leben, wenn man da leben will. Und wir waren auch bereit, das in Kauf zu nehmen. Aber es sind natürlich kleine Puzzleteile, die diese Mentalität einfach verdeutlichen. Um nochmal darauf zurückzukommen, ich möchte hier ein paar Missverständnisse klären. Also es ist nicht so, dass wir diese Angestellten dann einfach alle rausgeschmissen haben und dass wir ja einfach ich weiß nicht, wie die Leute mich hier manchmal sehen, dass wir einfach so die Snobs sind, die einfach irgendwie komplett unmenschlich sind und jetzt alle Angestellten einfach rauskicken. Das war so überhaupt nicht der Fall.
Ja, erstmal wussten wir nichts davon. Das war eine Überraschung, dass da uns Angestellte vorgestellt werden und die konnten wir auch nicht alle übernehmen. Er wollte einfach im Prinzip einfach so 1, 2 Leute loswerden, um Gehaltskosten zu sparen, weil einfach sein Business nicht mehr so gut lief. Ne? Ich meine, diese ganze Jagdlodge lief halt einfach nicht mehr, weil die Tauben weggezogen sind. Und das betrifft vielleicht auch andere Gebiete. Und die haben danach auch nicht ihren Job verloren. Die waren nicht nur für diese Lodge. Die sind im Prinzip zwischen den Lodges hin und her gereist und haben dann dort immer die Dienstleistungen erfüllt für die Touristen, wenn die gerade gebucht waren, diese Lodges. Ne? Das heißt, diese Leute, die wir nicht genommen haben, haben nicht ihren Job verloren. Und es wurde im Prinzip auch nicht jeder von diesen Leuten angeboten. Und wir haben tatsächlich auch jemanden übernommen, nämlich die Reinigungskraft. Die haben wir direkt übernommen. Einfach auch um dem Eigentümer ein gutes Gefühl zu geben, dass einfach sein Eigentum auch weiterhin gut gepflegt wird. Ne? Und das ganze Gebäude war ja auch ziemlich groß. Und wenn die jetzt ihre ganzen Putzsachen und alles mitgenommen hätten, ich meine, hätten wir alles neu kaufen müssen. Ne? Das ganze Putzzeug, das hätte sich sowieso finanziell nicht gelohnt bei den Preisen dafür. China-Ware. Naja, auf jeden Fall haben wir die Putzkraft sowieso direkt übernommen. Die hat dann also weiterhin dort das Gebäude gereinigt. Und wir wollten eigentlich gerne noch eine andere Person einstellen von vornherein. Und zwar war da eine Frau mit, die hat sich wunderbar mit unserem Sohn verstanden. Also es war wirklich Liebe auf den ersten Blick und er ist ihr hinterhergelaufen und fand sie total toll. Und die wollten wir eigentlich ganz gerne übernehmen. Und haben sie auch gefragt, direkt in den ersten 3 Tagen, ob sie vielleicht Lust hätte, für uns zu arbeiten und sich eben teilweise dann in dieser Zeit um unseren Sohn zu kümmern. Und eigentlich wollten wir halt statt dieser Putzkraft dann halt sie so halb, ne? Halb Sohn, halb kann sie ein bisschen Haushalt machen. Und es ging darum, dass wir einfach wollten, dass unser Sohn ganz früh den Kontakt mit der spanischen Sprache bekommt. Ne? Natürlich kann ich mich selbst um meinen Sohn kümmern und wir hatten ja auch noch unsere Au-pair dabei, aber es ging darum, dass wir einfach wollten, dass er ja mit jemandem, mit einer Muttersprachlerin direkt in Kontakt kommt mit so einer Oma-Figur. Ja, weil er natürlich auch dadurch, dass wir so weit weggezogen sind, seiner richtigen Oma irgendwie entrissen wurde und er das so ein bisschen vermisst hat, ne? So eine ältere Frau, die dann noch da ist und dann so dieses Oma-Gefühl mitbringt. Und das war im Prinzip Liebe auf den ersten Blick. Und wir haben sie gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte. Und sie hat sofort gesagt, ja, das wäre sozusagen ihr Traum. Und wir wären ja so nett und das wäre ganz toll. Und unser Sohn ist ja auch so ein Süßer und so weiter. Und das konnte sie sich sofort vorstellen und hat uns dann auch ihre Gehaltsvorstellung genannt. Und da haben wir gesagt, ja super. Ne? Und dann waren die alle abgezogen und wir haben mit der Managerin, also die Angestellte von dem Eigentümer, mit der Lodge-Managerin, wollten wir das dann vereinbaren und dann stand die irgendwie plötzlich doch nicht mehr so zur Verfügung. Das war so ganz merkwürdig. Und dann war auch das Gehalt, was sie uns gesagt hat, stimmte dann auf einmal nicht mehr. Dann hieß es, sie würde viel mehr verdienen, sie würde noch so viel Trinkgeld bekommen und dann stand da plötzlich so 5.000 US-Dollar im Raum und das war uns dann einfach irgendwie zu viel. Ne? Und da war dann auch so, die wurde irgendwie so zurückgehalten, dann war sie plötzlich irgendwie, ging das dann plötzlich doch nicht mehr, dass sie für uns arbeitet. Da haben wir uns dann auch gefragt, warum wurde sie uns denn überhaupt vorgestellt? Dann, wenn wir die danach nicht übernehmen können, das ist schade. Ne? Unser Sohn hatte sich so in sie verliebt und jetzt geht's halt nicht, dann lass uns jemand anderen suchen. Und dann haben wir halt in der Nachbarschaft rumgefragt und haben dann da erstmal jemanden aus der Nachbarschaft gefunden. eine alleinerziehende Mutter. Aber da gab es ziemlich viele alleinerziehende Mütter, fällt mir gerade so auf. Irgendwie waren die alle alleinerziehend. Das ist mir gerade erst so aufgefallen. Naja, auf jeden Fall eine alleinerziehende Mutter. Die hat in der Nachbarschaft gewohnt und während ihr Kind halt in der Schule war, hat sie dann so 2-3 Stunden mit unserem Sohn gespielt. Das war ein bisschen, war nicht so der Glücksgriff am Anfang, weil die einfach extrem schnell und undeutlich gesprochen hat. Das heißt, unser Sohn konnte irgendwie die Worte, die sie gesagt hat, nicht so richtig greifen, obwohl er das bei anderen Personen ganz gut konnte. Das war ein kleines Problem. Und ein anderes Problem war, dass sie einfach jedes Mal, wenn die bei uns war, irgendwas kaputt gemacht hat. Ne?
Und das waren ja nicht unsere Sachen, die gehörten ja zur Lodge. Ne? Da ist dann eine Vase kaputt gegangen, da hat sie sich auf eine Bank gesetzt, die ist dann zerbrochen. Da ist wirklich jeden Tag ist irgendwas kaputt gegangen in der Lodge, dass wir die dann nach 3 Wochen, und unser Sohn mochte die auch eigentlich nicht so gerne, ja, dass wir die dann nach 3 Wochen, haben wir ihr dann freundlich gesagt, dass wir jetzt praktisch jemanden haben, der putzt und sich auch kümmert. Und so haben wir die halt rausgelobt irgendwie, ne? Weil die ja immer noch unsere Nachbarin war. Aber das ging einfach nicht. Hatten wir noch mal kurz eine Oma aus der Gegend, aber unser Sohn war ihr zu anspruchsvoll. Das hat dann auch nicht geklappt. Und dann hatten wir erstmal niemanden für eine Zeit. Aber die Geschichte geht noch weiter. Aber noch nicht jetzt. Genau. So. Und dann hat sich eben in der ganzen Diskussion um diese, ich nenne sie mal, diese Abuela, die wir ja haben wollten. Ne? Abuela heißt Oma, deswegen nenne ich die einfach mal Abuela. Die wir da haben wollten, war ich dann ja die ganze Zeit in Kontakt mit dieser Lodge-Managerin. Und da hat sich herausgestellt, dass sie uns eine Köchin empfohlen hat, die für uns praktisch so Mittagessen und Gebäck, Frühstücksgebäck für unseren Sohn so einmal die Woche vorbereiten könnte, auch für uns einkaufen könnte, Lebensmittel, weil wir ja jetzt auch noch nicht so mobil waren und uns auch, das ist auch relativ schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang in Argentinien, wenn man da ankommt, die richtigen Geschäfte zu finden. Klar gibt es diese großen Supermercados, wo das Essen einfach exorbitant teuer ist. Und dann gibt es diese ganz vielen kleinen versteckten Läden, die man halt auch einfach bei Google oder so nicht findet. Ja? Das heißt, man muss dann wirklich Einheimische fragen, wo kriege ich das, wo kriege ich das, wo kriege ich das. Und dann sagen sie dir, okay, wenn du jetzt Alufolie kaufen willst, musst du zu Plastopia gehen. Wenn du jetzt Gemüse kaufen willst, dann gehst du am besten in diese und diese Venduleria, die ist da hinten in der Ecke und ist nicht ausgeschildert und so. Also da musst du dich so durchfragen, ne? Das hat ein bisschen gedauert, bis wir dann wussten, wo wir alles bekommen. Und wir haben trotzdem nicht irgendwie alle Sachen irgendwie gefunden, ja. Also sie hatte zum Beispiel jetzt Zugang auch zu Kaffee außerhalb des Supermarkts, weil wir trinken halt einfach unglaublich gerne Kaffee, ja. Und da trinken alle Mate-Tee. Und das ist irgendwie so, ja, kann man trinken. Das schmeckt, ich finde, das schmeckt wie so ein Heuaufguss. Kann man sich dran gewöhnen, aber ich brauche einfach so dieses Milchgetränk, so ein bisschen was mit so Substanz. Und es war wirklich schwer, da Kaffee zu bekommen. Und die hatte halt irgendwie Zugang dazu, Kaffee zu bekommen, auch irgendwie so eine frische Milch und Käse und diese Köchin, ne? Und es war halt einfach irgendwie sehr praktisch, dass sie für uns halt diese Sachen dann kaufen konnte. So, und am Anfang war das auch ganz okay. Da hat die dann die Sachen vorbereitet. Einmal die Woche hat sie das dann abgepackt in Tupperdosen und hat uns das dann gebracht, so auch halt so Teigwaren für unseren Sohn zum Frühstück. Und dann hat sie uns halt eine Rechnung aufgemacht, was sie dafür alles gekauft hat. Und so den ersten Monat war das eigentlich noch ganz okay. Und dann ist es aber so über die Wochen ist das Essen irgendwie langsam peu à peu immer billiger und immer schlechter geworden. Und die Lebensmittelrechnungen auf der anderen Seite für die Einkäufe, zusätzlich zu den $400, wurden irgendwie immer mehr. Und mein Mann ist halt extrem Proteinesser. Und mit dieser Köchin wurde uns von der Managerin der Lodge wirklich eine herzzerreißende Geschichte präsentiert über eine alleinerziehende Mutter, die Hilfe braucht. Und wir würden ihr so helfen, wenn wir sie einstellen würden. Und wir wollten einfach da einem ehrlichen Menschen irgendwie was Gutes tun. Und es hat uns am Anfang auch geholfen. Wirklich. Nicht wegen des Kochens. Wir können durchaus für uns selbst kochen, sondern wegen der Einkaufssituation. Wir hatten einfach am Anfang keinen fahrbaren Untersatz und es ist praktisch unmöglich, sich da auf irgendwelche Taxen oder Uber oder sowas zu verlassen. Selbst wenn man das einen Tag vorher bestellt, dann wird einem das auf Uber zwar bestätigt, dass das Auto kommt und 10 Minuten vorher wird es dann abgesagt. Und wir haben nun mal ein Kind zu versorgen und
da braucht man irgendwie eine verlässliche Quelle von Nahrungsmitteln. Die einzige Alternative wäre halt gewesen, ins Dorf zu laufen. Das waren so circa 2-3 Kilometer und bergauf und da halt immer die Einkäufe zu schleppen. Das haben wir ein paar Mal gemacht, aber das ist halt auch schwierig, einen ganzen Wocheneinkauf. Ne? Das haben wir dann mit Rucksäcken gemacht und es war wirklich anstrengend. Das heißt, das war schon eine große Hilfe, dass diese Köchin uns die Lebensmittel einfach nach Hause gebracht hat. Und solange wir kein Auto hatten, ging das auch einigermaßen gut, einfach weil wir keine Ahnung hatten. Am Anfang war das Essen auch noch ganz gut, die ersten 2 Wochen. Danach wurde das sukzessive immer billiger und billiger. Es gab immer mehr Reis, immer weniger Protein, immer weniger hochwertiges Gemüse. Und irgendwann hat sich mein Mann dann einfach tierisch darüber aufgeregt, dass wir einfach nur einen riesigen Bottich Reis zum Mittagessen bekommen haben, mit so ganz kleinen, winzigen 3 Mini-Hühnchenkeulen drin für jeden eine. Und die Rechnung aber für die Einkäufe immer höher wurde. Und dann haben wir ja auch unseren Hilux gehabt und fingen dann an, selbst einzukaufen. Am Anfang halt in diesem teuren Supermarkt, aber später haben wir dann auch die richtigen Orte herausgefunden, wo man dann die besseren Lebensmittel bekommt und haben die Preise dann so überschlagen und nachgerechnet und haben dann gemerkt, dass sich die Preise einfach mit den Preisen von der Köchin überhaupt nicht decken, dass sie praktisch das Doppelte und teilweise das Dreifache für ihre Einkäufe haben wollte im Vergleich zu dem, was wir für diese Einkäufe bezahlen. Und eigentlich hätte es ja andersrum sein müssen. Eigentlich weiß sie ja besser, wo man einkaufen kann, weil sie dort aufgewachsen ist. Also haben wir gemerkt, dass sie eben einfach nicht nur die 400 US-Dollar kassiert, die vereinbart waren, sondern einfach dann ihre eigenen Einkäufe mitmacht und dann auch noch darüber versucht, was zu verdienen. Und das ist so eine Mentalität, es ist so plump. Hat die wirklich gedacht, wir merken das nicht? Dass wir niemals alleine einkaufen gehen werden und dass wir das nicht merken, das ist doch vorherzusehen. Ja, und das ist dieses Unehrliche. Das hat uns einfach so gestört. Ich kann doch niemanden einkaufen schicken lassen für mich, auch wenn ich der Person helfen will. Wenn ich genau weiß, die ist nicht transparent und die zieht mich da über den Tisch, dann kann ich dieser Person einfach nicht mehr vertrauen, für mich die Einkäufe zu machen. Tut mir leid. Wir haben da jetzt auch nicht das Gespräch gesucht und gesagt, hier, hör mal zu. Und also wir haben sie dann einfach gebeten, aufzuhören. Ne? Entschuldigung, aber wir haben so viel auch eigene Themen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wenn man einfach so viele eigene Themen auf dem Tisch hat, ja, wenn man gerade ausgewandert ist, da hat man so viele Sachen zu regeln, so den Kopf voll. Dann noch ein autistisches Kind, ja, wo sich das gerade herausgestellt hat mit dem Autismus. Wir hatten ja damals die Diagnose noch nicht. Und einfach, wir hatten so viel auf unseren Schultern zu tragen. Da hat man einfach nicht die Kapazität, dann noch das Gespräch mit einer Person zu suchen, die dich offensichtlich bescheißt und sie zu bitten, dich nicht mehr zu bescheißen. Ja, wir haben die dann halt einfach gesagt, vielen Dank, aber wir brauchen deine Dienste nicht, wir möchten jetzt lieber selbst kochen. Und davon abgesehen hat das Essen auch einfach nicht so gut geschmeckt. Ja, dann haben wir ab da selbst gekocht. War auch besser so. Und ja, wir wurden noch mehr was da dran machen. Sollen wir Joghurt da dran machen? Ich glaube, Joghurt brauchen wir nicht, Imane. Wir können Fisch da reinmachen, okay? Ja. Wir können einen Fisch da dran machen. Da wo das Baby. Im ersten Monat schon zweimal so klein über den Tisch gezogen und für unsere Familiensituation war es im Endeffekt auch eine gute Entscheidung, einfach ganz normal zu leben. Normal einzukaufen, normal zu kochen. Wir haben jeden Abend Asado gemacht. Jeden Abend haben wir also gegrillt mit Fleisch und Gemüse auf dem Grill und haben uns dementsprechend auch gesund ernährt. Und das war eine wirklich schöne Erfahrung. Das war eine schöne Zeit, da wirklich der Essenszubereitung und diesem ganzen, die
Geduld und diese Atmosphäre zu widmen, dass das wirklich ein Erlebnis war. Da haben wir uns den ganzen Tag darauf gefreut, dass wir abends dann das Feuerholz holen, aus dem Feuerholz Kohle machen. Das hat sich über Stunden gezogen. Und dann am Ende das Fleisch essen und dann auch eine richtige Tischkultur haben, mit der ganzen Familie am Tisch sitzen und praktisch eine Asado-Kultur leben. Und das war am Ende gut und tut mir leid, wir helfen gerne, wenn man dafür Ehrlichkeit zurückbekommt. Ne? Wenn man dafür auch irgendwie merkt, da ist Dankbarkeit, da ist Ehrlichkeit, aber dann einfach so ausgenutzt zu werden, angelogen zu werden, das ist einfach etwas, das passt nicht zu uns und vielleicht passen wir deswegen wirklich nicht nach Argentinien.